Sabrina nimmt ja gar keinen Löffel. Nein. Und ganz wenig von den Oregano-Blüten. Noch ein bisschen Parmesan für dich hier? Gerne, gerne. Mach drüber. Noch ein kleines bisschen. Bolognese. Mein Lieblingsessen. Juhu. Das erinnert mich so an Kindheitstage. Merkwürdig. Wenn es ums Kochen geht, bin ich plötzlich wieder allein. Die Kerstin ist verschwunden. Aber meine Lieben, recht herzlich willkommen zu meinem Low Carb Kanal. Dr. Slim Low Carb Factory. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wird es wieder besonders lecker. Heute gibt es Gemüsenudeln mit einer schönen Soße und mit einem Dressing. Also wir machen aus wunderbaren Gurken, Zucchini und aus Möhren machen wir uns ein leckeres Gericht. Low Carb, ganz wenig Kalorien, Low Fat. Es gibt Spaghetti alla Bolognese mit Gurkensalat, aber nicht irgendeinen. Es gibt Gurken-Nudelsalat mit 2 verschiedenen Dressings und Zucchini-Spaghetti. Das wird ein Fest. Wir können hier zuschlagen und schlemmen, was wir wollen. Es hat fast keine Kalorien und wir werden schlank. Apropos, was ist eigentlich Low Carb? Ich erkläre es euch mal in kurzen Worten, werde aber auch ein Video darüber machen, um euch ein bisschen ins Thema einzuführen. Oder wer erst frisch dabei ist, kann seine Kenntnisse noch ein bisschen auffrischen. Kommt mal näher, wir machen das mal ein bisschen privater. Als Bonus gibt es noch, weil wir ja sowieso schon Hackfleisch haben, ich habe auch eine vegetarische Alternative parat natürlich, aber als Bonus gibt es noch türkische Köfte mit einem schönen Joghurt-Dip. Kerstin, du hast doch auch die Spirali, die von Lurch, wo man diese Die ist doch gut, oder? Zucchini durchdringt. Die fand ich auch gut, aber stell dir vor, ich habe mir die Knudel bestellt. Eine elektronische Nudel? Die Knudel, Gemüsenudel, Abkürzung, Aha. ist fast genauso teuer wie der Spirali, aber ist elektronisch und hat mehr Power und ist genauso heikel im Umgang, aber wenn man es mal drauf hat, dann ist es gut. Was? Das ist das Ding, oder wie? Das ist das Ding. Aha. Und stell dir vor, ich habe noch eine selbstgemachte Bolognese da. Ich zeige dir jetzt kurz, wie die Knudel funktioniert. Und zwar ganz easy. Das hat hier so einen Einsatz. Hier so einen Einsatz. Und dort kann man verschiedene reinmachen. Das ist jetzt das dünnste und gibt dann kleine Spaghettis. Fangen wir mal mit der Gurke an. Und zwar muss man die hinten ein bisschen gerade machen, aber da soll was Hartes dranbleiben, sonst hält diese Fixierung nicht. Dann steckt man die Fixierung, dann einfach hier rein, so, führt es in die Knudel ein, sozusagen, und drückt auf Start. So, fertig ist es, da bleibt nur ein kleiner Rest, den kann man gleich schnabulieren. Was dann hier rausgekommen ist, sind sensationelle Gurken-Spaghetti. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Ist es nicht easy? Jetzt machen wir kurz noch die Zucchini. Ich klopfe es dann gerne mal kurz aus. So, sauber ist es wieder. Mehr oder weniger, aber das macht nichts. Und jetzt machen wir uns einfach wunderbare Zucchini-Spaghetti alla Bolognese. Ich mache noch eine Möhre rein, der kann das auch, der Spirali kann das nicht so gut, finde ich, mit Möhre. Und wir lassen die einfach durch, blitzschnell, geben die nachher zu der Tomatensauce, bisschen Parmesan drüber, bisschen Oregano-Blüte. Fertig ist das ganz tolle Essen. Low Carb at its best, sage ich immer. Und wieder auf Start, Zucchini rein, oben in den Strumpf und los geht's.
Ja, Moment. Eine Fahrt geht noch. Kommt sie rein, steigt sie ein. Hier werden sie zerkleinert. Kleiner Rest. Nächste Zucchini. Mit leichtem Druck draufdrücken. Und immer dabei bleiben. Und wieder ein kleiner Rest. Dann noch die Möhre. Auch hier gut reinmachen. In die Mitte. Und los geht die Fahrt. Welches Möhrchen will noch einsteigen? Wer will noch zusteigen? So, schauen wir mal, was angekommen ist. Oh, guckt euch das. Tolle Zucchini-Spaghetti. Zucchini-Nudeln. Jede Menge. Und Möhrennudeln. Die haben innen noch so ein bisschen Rest. Also das ist das Mittlere. Das muss man ein bisschen frei machen. Und dann hatten wir aber jede Menge schöne Möhren-Spaghetti. Die sollte man vielleicht eher ein bisschen in Wasser vorher blanchieren. Die sind ein bisschen fester als die Zucchini. Das liegt an der Struktur der Möhre einfach. Aber ja, man kann es auch so einfach mit reinmachen in die Bolognese. So, unsere Spaghetti sind fertig. Die kommen nachher in die Bolognese. Bon Appetit! Lasciatemi cantare in mano una chitarra. Buona Vista Italia. Wir kommen zur Pasta mit Soße Bolognese. Ich habe schon als kleines Kind, da war ich 12, 13, von einem ganz lieben Italiener, Grüße gehen raus an Giuseppe, gelernt, wie man original italienische Gerichte zubereitet, unter anderem die klassische Sauce Bolognese. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Ragout Bolognese und der Soße. Im Ragout ist relativ viel Fleisch und wird hauptsächlich mit Tomatenmark gemacht. Wir machen eine Sauce Bolognese mit wenig Fleisch und viel Tomate und viel frischem Geschmack. Wer will, der kann natürlich auch vegetarisch kochen. Die Zucchini bieten sich ja super dazu an und er nimmt dann meiner Meinung nach am besten und am preisgünstigsten Sojagranulat. Das weicht man davor ein bisschen Gemüsebrühe und dann gibt man es dazu, muss es auch gar nicht lang kochen und fertig ist die ganze Sache. Wir gehen an die Sauce Bolognese. Fangen wir an und schälen die Zwiebel. Das ist ja easy. Kann auch noch so ein bisschen drücken, dann kriegt man die Schale relativ leicht weg. Diese Zwiebel, die zerkleinern wir uns erstmal. Man kann entweder mit dem Messer nehmen. Ich habe hier den TNS 3000. Der kann würfeln und ich mache es jetzt mal in so mittelgrobe Würfel. Der hat hier 3 Einstellungen. Und man kann das Messer hier noch in der Höhe verstellen. Ganz einfach, man kann mit dem Würfel machen. Aber ich habe das Gerät schon 20 Jahre und ich will es nicht mehr missen. Ich kann es als Profi natürlich auch von Hand machen. Aber es geht, wenn ich mehrere Zwiebeln habe, geht es hier viel schneller. Und ich habe das schon in der Profiküche auch benutzt. Bevor man eine elektrische Maschine aufbaut, hier ohne Strom, ins Wasser tunken und sauber ist die ganze Sache wieder. Wir brauchen noch eine kleine Zwiebel für später. Ich spieße die hier auf diesen Restehalter und dann probieren wir es nochmal. Also wir fahren hier rüber, einmal in die Richtung und fahren wieder zurück und drehen es um eine Vierteldrehung und wieder zurück und rüber und drehen es um eine Vierteldrehung. Dann macht es wups, die wups, zack, hier nochmal einsteigen, hier werden sie wieder zerkleinert. Zugegeben, mir knurrt schon ein bisschen der Magen. Vom Bauch kann man ja schon fast nicht mehr reden, oder? Was machen wir? Wir schmuggeln unsere Zwiebelchen in etwas Olivenöl an
und bis sie so glasig sind und geben dann unsere Tomaten dazu. Wir brauchen nicht viel, einfach nur so ein Esslöffel reicht schon, eine kleine Menge, damit das Ganze schön bedeckt ist. Ich gebe es immer schon jetzt dazu, ihr müsst nicht warten, bis Öl richtig heiß ist. Das ist schon okay so. Jetzt warten wir, bis die Zwiebeln glasig geworden sind. Wir denken jetzt vielleicht eine große Menge Zwiebeln, aber die werden relativ schnell klein und wir wollen ja Geschmack. Und Zwiebeln, die geben Geschmack. By the way, Greetings gehen raus an meine Cousine, die Linda. Die hat mir diesen schönen Holzlöffel selber hergestellt und den liebe ich zum Kochen. Es ist wie so eine kleine Wunderwaffe, mein kleiner Zauberstab aus Amerika. Ja, es fängt an, nach wunderbarer Zwiebel zu duften. Wenn das soweit ist, dann können wir schon das Hackfleisch reingeben. Was ich liebe bei Hackfleisch ist, wenn es so schön kleine Fäden hat wie unsere Zucchinis, dann müssen wir nachher gar nicht viel tun. Ich schwöre da auf das Aldi-Hackfleisch. Das ist einfach so fein gemacht. Wenn ich es in meinem Fleischwolf mache, kommt es gar nicht so toll raus. Und wir wollen ja kleine Bröckelchen und nicht große Fäden nachher. Und das ist ideal dafür. Peu à peu dieses Fleisch dazugeben. Wenn es unten ein bisschen ansetzt, macht gar nichts. Denn nachher mit der Tomate löst sich alles wieder wie von Geisterhand. An der Stelle nochmal, anstatt des Hackfleisches könnt ihr wirklich auch das Sojagranulat nehmen. Mit guten Geschmacksgebern fällt es fast nicht auf. Ich habe jetzt gerade Hackfleisch da, ganz klassisch, aber mit Sojagranulat liebe ich es auch. Das Tomatenmark dazu. Und die vorhin durchgelassenen Möhrchen. Die Tomatensauce schmorgelt vor sich hin. Ich schwöre ja auf gute Zutaten. Das gibt einfach Geschmack. Und das sollte man wirklich nicht sparen. Also man kriegt hier raus, was dann gut schmeckt. Aber zum Beispiel frische Tomaten funktionieren hier ganz schlecht. Es sollte was Eingemachtes sein, wo schon die Aromen durchgezogen sind. Auch ist diese Soße viel besser am nächsten Tag. Wenn sie jetzt dann fertig ist, dann lassen wir sie ungefähr eine Stunde bei niedriger Flamme köcheln. Geht auch schon früher. Aber je länger sie schmorgelt und je länger sie zieht, desto besser wird das ganze Wundersößchen. Ich habe hier ein ganz kleines Fläschchen Rotwein. Wer will, macht da einen Schuss Rotwein dazu. Ich mache das jetzt mal. Wenn ihr da viel reingebt, dann wird sie eben etwas kräftiger und nicht mehr so frisch tomatig. Das ist wirklich euch überlassen. So ein kleiner Schucker, das tut schon. Das löst auch den Rest vom Boden. Ich gebe etwas Zimtblüte, wie vorher besprochen, rein. Nur eine kleine Spur. Sie ist sehr kräftig. Ich gebe etwas Muskatblüte rein. Nur ein bisschen. Eine kleine Prise. Es kann sonst auch bitter werden. Dann gebe ich ein bisschen Pfeffer dazu. Da braucht ihr jetzt nicht sparen, finde ich. Wir salzen. Am Anfang nur ein bisschen, das könnt ihr immer noch nachvariieren, denn die Soße köchelt ja ein und dann kann es sein, dass sie zu salzig wird. Lieber später salzen als zu früh. Jetzt kommen noch meine letzten Döschen eingemachte Tomaten dazu. Wenn die Dose nicht aufgehen will, dann schlagt ihr sie einfach ganz leicht an einen harten Tisch. Leckere Soße lassen wir jetzt für eine Stunde leicht köcheln. Übrigens noch ein ganz toller Tipp, ihr könnt das alles vorbereiten. Ihr könnt die Zucchini-Nudeln schon machen. Ihr könnt diese Soße machen und ihr kommt von der Arbeit und packt das Ganze zusammen in einem Töpfchen, erhitzt es 5 Minuten und ihr habt gegessen.
Bevor wir jetzt gleich zum Gurkensalat kommen, noch ein Tipp. Haltet die Soße ruhig relativ dick und letztendlich auch würzig, denn wenn ihr nachher diese Zucchini-Spaghetti dazugebt, die lassen ja etwas Wasser und verwässern nicht nur die Soße, sondern auch den Geschmack. So soll sie blubbern. Zucchini sind fertig, die Bolognese köchelt noch. Jetzt kommen wir kurz zum Gurkensalat. Das geht ruckzucks. Und zwar haben wir ja hier schon die fertigen Gurkennödelchen. Alles wunderbar vorbereitet. Und jetzt geht es um das Dressing. Für das erste Dressing brauchen wir eine Orangenlimonade. Ich nehme jetzt keinen Saft natürlich und die ist auch noch Zero. Man könnte auch Apfelsaft, Orangensaft, aber für Low Carb geht es nicht. Das sind 100 Milliliter. Dann habe ich einen feinen Walnussessig, das sind 40 Milliliter. Dann haben wir hier 50 oder 40 Gramm Senf. Wir haben 3 Gramm Erythrit mit Stevia vermischt. Ein bisschen Salz, bisschen Pfeffer und wir haben schöne Kräuter und zwar in dem Fall Schnittlauch, bisschen Dill. Die Petersilie machen wir dann in den nächsten Dip. All in one pot, all in one pot. Wir gießen alles in kleine Schüsselchen. Die Zero-Limonade, da könnt ihr Mango nehmen, da könnt ihr Mandarine nehmen, was ihr gerade habt. Orange ist relativ neutral, aber auch heftig und gut im Geschmack. Wir geben das Senfchen dazu. Das emulgiert uns die ganze Sache, denn wir geben ja kein Öl rein. Wir wollen ja schlank und low carb sein. Da verträgt sich Öl jetzt nicht und ihr werdet im Geschmack auch kaum einen Unterschied finden. Dann geben wir ein bisschen von dem Erythrit-Stevia-Gemisch rein. Ich habe euch das schon im Video davor erklärt mit meiner Rhabarbertorte, was das auf sich hat. Also das ist eine Mischung aus Erythrit und Stevia-Konzentrat. Gibt nur ein bisschen Salz dazu und Pfeffer. Getrockneten Dill, das geht auch immer. Wenn ihr nichts Frisches da habt, getrocknet ist besser als gar kein Kraut. Und gerade Dill, der ist immer noch so wunderbar aromatisch. Und dann geben wir noch vom Schnittlauch dazu. Das Ganze verrühren wir homogen und fertig. Wir haben schon unsere vorbereiteten Gürkchen. Das gießen wir einfach drüber. Shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Und den lassen wir auch im Kühlschrank ziehen. Nächste Dressing. Auch ganz easy. Das ist eher auf einer Quark, auf einer Joghurtbasis. Ihr könnt Joghurt nehmen, ihr könnt auch Magerquark nehmen, was ihr gerade da habt. Ich habe gerade einen 3,8%igen Joghurt da, den nehme ich. Habe ich noch fast ähnliche Zutaten wie davor, aber geschmacklich doch mal eine andere Sache. Auch hervorragend als Dip, wenn man dann eher Quark nimmt, damit das Ganze nicht so flüssig ist. Ich zeige euch mal die Zutaten. Wir benötigen 200 Gramm Joghurt, ein Essig, 40 Milliliter. Ich habe jetzt einfach den Guss aus den Gewürzgurken. Die sind auch relativ kohlenhydratarm. Da müsst ihr genau drauf schauen. Dann habe ich hier ein paar Fried Onion aus dem Asia-Shop. Die schmecken besser als die Röstzwiebeln sonst. 40 Gramm Senf, wieder 3 Gramm Erythrit Stevia, gemischt, Salz, Pfeffer und schöne Kräuter. Mit dem schönen Joghurt. So, einmal das Joghurt. Dann geben wir den Essig dazu von der Gurke. Wir geben die Röstzwiebelchen rein, den Senf, Stevia-Erythrit-Mischung, bisschen Salz und die Kräuter. Die schönen frischen Gartenkräuter dazu. Das Ganze vermengen wir und durch den Senf gibt es eine wunderbar schöne cremige Emulsion. Wie gesagt, wer es als Dip will, tut noch ein bisschen Quark rein und dann wird es nicht so flüssig.
Jetzt geht's los. Ich habe schon Hunger. Wir werden jetzt einfach die Zucchini-Spaghetti hier in dieser Sauce Bolognese erwärmen und dann können wir schon essen. Ich bin froher Dinge. Für ein paar Minuten auf. Und wie viele Kalorien so ungefähr? Nur die Soße. Nur die Soße macht die Kalorien. Die Gemüsenudeln haben fast nichts. Möhren haben ein paar Kohlenhydrate. Gut, Zucchini besteht eigentlich nur aus Wasser. Also so eine Portion, die hat 150 Kalorien mit dem Parmesan noch dazu, 70 Kalorien nochmal mit Parmesan, 220. Pasta, da sind wir bei 700 beim Tellerchen. Und man fühlt sich nachher so voll. Bei normaler Pasta. Bei normaler Pasta, ja. Und dann kommt nach dem Essen nämlich die Müdigkeit. Die kommt bei Low Carb nicht. Wenn es so weit ist, sind wir schon fertig. Die Kerstin, die ist plötzlich weg. Ich versuche jetzt meine Nachbarin zu holen. Geschafft! Meine Nachbarin ist da, die probiert. Letztes Mal haben wir ja schon die schöne Torte zusammen gegessen. Und heute, Sie werden es nicht glauben, wissen Sie, was da drin ist? Spaghetti und Zucchini. ja, das schmeckt gut. Nudeln. Und was ich hier noch habe, einen Gurkensalat. Haben Sie das schon mal gesehen? Nein, das In Nudelform. Ein bisschen Parmesan über die ganze Sache drüber. Mhm. Ich finde, der schmeckt wie Pasta, wenn ich die Augen zumache. Oder? Schmeckt gut. Einfach wunderbar. Und dazu haben wir ein kleines Gurkensalätchen. Und das haben Sie noch nie gegessen. Das haben Sie bestimmt noch nie gegessen. So eine lange Gurke. Und das kriegt man viel besser runter, wenn man Diät macht, als so Gurken am Stück. Ja. Es ist eine Offenbarung. Bloß wenn man es natürlich anständig essen will, dann wird es schwierig. Also man muss nicht mehr verzichten. Nein, wir können schlemmen und dann können wir 3 Teller davon essen und dann sind wir immer noch nicht bei dem Teller Pasta, das wir normal gegessen haben, von den Kalorien. Bisschen Zimt drin in der Soße. Das ist mein Geheimnis. So, ein bisschen Parmesan und ganz wenig von den Oregano-Blüten. Noch ein bisschen Parmesan für dich hier? Gerne, gerne. Mach drüber, noch ein kleines bisschen. Ich habe ja schon ein paar Kilo verloren, da kann ich heute ein bisschen Schlemmen. beim Parmesan zuschlagen. Ich hoffe, es hat euren Geschmack getroffen. Wenn ihr wollt, dann seid Teil dieser schönen und neuen Low-Carb-Community. Wenn ihr Rezepte braucht, Inspiration, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gern unten in den Kommentaren fragen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat und ihr dabei bleiben wollt, dann abonnieren bitte. Ich bin darauf angewiesen, ich bin eine One-Man-Show und ja, irgendwie muss ich mich auch ein bisschen finanzieren, aber das dauert sowieso. Ich habe da noch einen kleinen Spruch, was kleines Lustiges, hier neben mir auf meinem kleinen Blechschildchen. I always cook with wine, you know, and sometimes I even put it into the dish. Deswegen, Prösterchen, Prösterchen, meine Lieben, bis bald. Und demnächst gibt es wieder eine Torte, und zwar eine Donauwelle mit einem marmorierten Cheesecake, leckeren Kirschen, einer Rumsahne, einer Schokoimitation. Tschüss! Am I a movie star?